Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute gibt es wieder ein köstliches Rezept zu veganen ketogenen Brötchen, die mir ganz besonders lecker schmecken. Gerne verlinke ich euch hier oben nach und nach meine anderen veganen ketogenen Brötchenrezepte. Die zwei Hauptzutaten in diesen Brötchen sind die goldenen Leinsamen und das Mandelmehl. Wie in allen ketogenen Rezepten benutzen wir kein Getreidemehl und auch sonst nur minimale Mengen an Kohlenhydraten. Denn die vielen Kohlenhydrate, die die Menschen in der heutigen Zeit konsumieren, sind die Hauptursache fast aller Zivilisationskrankheiten. Und wie man diese köstlichen, darüber hinaus auch sehr gesunden Brötchen herstellt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst geben wir Bio-Chia-Samen in eine Schüssel, dazu geben wir die Flohsamenschalen und 2 Esslöffel von meinem natürlichen Antibiotikum. Alternativ nimmt man einfach naturtrüben Apfelessig. Und dann füllen wir mit ganz heißem Wasser auf und verrühren die Mischung mit dem Schneebesen. Die genauen Mengenangaben werde ich euch wie immer in der Infobox mitteilen. Jetzt stellen wir diese Schüssel zur Seite und lassen diese Mischung gut quellen. In eine zweite Schüssel geben wir jetzt das Mandelmehl, in diesem Fall blanchiert, man könnte auch vollwertiges Mandelmehl nehmen. Dann kommen geschälte Hanfsamen hinzu. An Samen kann man übrigens alles verwenden, was man gerne möchte. Und gekeimte und wieder getrocknete Sonnenblumenkerne. Ein Video zu Keimlingen und Sprossen verlinke ich euch hier oben. Ein Teelöffel Himalaya-Salz, ein Päckchen Backpulver kommt hinzu und ein Teelöffel Kaisernatron. Ferner noch 2 Teelöffel Bio-Johannisbrotkernmehl. Danach habe ich noch einige Kürbiskerne hinzugegeben und ebenso ganze braune Leinsamen. Und dann wird die Hauptzutat, die goldenen Leinsamen, mit der Kaffeemühle erstmal zu Leinsamenmehl frisch vermahlen. Sehr wichtig, dass wir die Leinsamen im ganzen Zustand kaufen und sie erst kurz vor Gebrauch frisch vermahlen und sie nicht im vermahlenen Zustand kaufen, weil die empfindlichen Omega-3-Fettsäuren darin sonst oxidieren würden. Jetzt vermischen wir die trockenen Zutaten kurz mit dem Schneebesen, damit keine Klumpen entstehen und damit sich alles gut vermischt, bevor wir dann die gequollene Masse von Flohsamenschalen und Chiasamen dazugeben werden. Wir sehen da auch, dass sich da schon eine Gelee-artige Masse gebildet hat. Und diese kommt jetzt zu den trockenen Zutaten hinzu und dann wird einfach alles gründlich, zuerst mit dem Löffel und dann mit der Hand durchgeknetet. Anstelle der Chiasamen übrigens könnte man auch die goldenen Leinsamen ganz verwenden für diese Quellmasse. Und was hier jetzt noch ganz wichtig zu beachten ist, dass wir unbedingt hier das Kokosmehl hinzugeben sollten zu den trockenen Zutaten. Und das habe ich hier vergessen und das Resultat werden wir nachher nach dem Backen sehen. Denn ohne das Kokosmehl wird die Flüssigkeit in den Brötchen nicht ausreichend aufgesaugt, weshalb sie dann beim Backen etwas zerlaufen und nach dem anfänglichen Hochgehen beim Backen am Ende wieder in sich zusammenfallen. Man kann die Brötchen natürlich trotzdem so konsumieren und die schmecken auch richtig köstlich, aber sie sehen dann eben nicht so schön fürs Auge aus. Das werdet ihr gleich sehen. Wir haben jetzt noch die Brötchen alle mit Samen bestreut, also hier in dem Fall mit Sesamsamen und Schwarzkümmelsamen und werden diese im vorgeheizten Ofen bei 190 Grad Celsius Ober- und Unterhitze genau 70 Minuten lang backen. Hier sehen wir jetzt das Resultat. Wir sehen, dass die Brötchen etwas in sich zusammengefallen sind und sehr breit sind. Also nicht so schön hochgegangen sind und nicht so schön rund geworden sind, wie wir sie am Anfang gesehen haben. Trotz allem schmecken sie vorzüglich, man kann sie wunderbar essen und sie sind darüber hinaus auch noch sehr gesund. Aber damit die Brötchen eben schön rund werden und eben nach dem Aufgehen nicht wieder in sich zusammenfallen, ist das Kokosmehl ganz wichtig. Und das hier ist das Resultat, wenn wir Kokosmehl hinzugegeben haben. Wir sehen den großen Unterschied, wir sehen halt, wie schön rund diese Brötchen geworden sind. Deshalb solltet ihr nicht den gleichen Fehler wie ich am Anfang machen, aber das genaue Rezept mit den genauen Mengenangaben in jeder Hinsicht werde ich euch natürlich wie immer in der Infobox ganz genau mitteilen. Und welche Art von Samen man dann in die Brötchen gibt, das ist jedem selbst überlassen. In diesem Rezept hatte ich zum Beispiel nur Sonnenblumenkerne und braune Leinsamen als Samen hinzugegeben, als auch einige Schwarzkümmelsamen, solange es insgesamt 100 Gramm Samen sind. Aber die Hanfsamen sind natürlich ganz besonders gesund durch die Omega-3-Fettsäuren, die darin enthalten sind, aber auch weil sie ein Füllhorn an Nähr- und Vitalstoffen enthalten, welche die Entstehung von Krankheiten verhindern und natürliche Alterungsprozesse im Körper verlangsamen. Denn der regelmäßige Verzehr von Hanfsamen ist höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich, dass zahlreiche Bewohner des chinesischen Dorfes Barmer über 100 Jahre alt werden und das bei bester Gesundheit. Schaut euch auch gerne nochmal mein Rezept zum Steinzeitbrot ohne Mehl an, worin auch unter anderem Hanfsamen drin vorkommen. Ja, und das Tolle an ketogenen Brötchen ist nicht nur, dass sie
kaum Kohlenhydrate beinhalten, sondern eben auch kein Getreide, denn die Überempfindlichkeit vieler Menschen gegen das darin vorkommende Gluten ist kein Wunder, denn in der heute üblichen Form, Qualität und Menge, in der Getreide und Getreideprodukte verzehrt werden, sind sie keineswegs für unsere Gesundheit förderlich. Deshalb bringt die Reduzierung des Getreidekonsums eine enorme Erleichterung für jeden, der die Wichtigkeit eines entlasteten und gesunden Magen-Darm-Traktes zu schätzen weiß. Denn das viele Gluten führt zu einer chronischen Entzündung der Dünndarmschleimhaut mit gleichzeitiger Zerstörung der Darmschleimhautzellen, sodass Nährstoffe dann nicht mehr optimal verwertet werden können. Dagegen enthält das gesunde Kokosmehl weder Gluten noch schädliche Phytinsäure und hat als gesundes Bindemittel auch sehr viele andere gesundheitliche Eigenschaften. Die leckeren Oliven hier als Belag auf den Brötchen sind gesunde Kraftpakete, die viele Antioxidantien enthalten, gut fürs Herz sind, gegen Krebs wirken und sogar das Alzheimer-Risiko reduzieren können. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.